Das nächste Hammerspiel für uns wartet in München heute. Tabellennachbarn, wir stehen vor den Bayern, einen Platz. Aber immerhin vor den Bayern. Wir kommen aus einer Niederlage bei den Tottenham Hotspur. Gut gespielt, aber am Ende leider wieder ohne was Zählbares. Dafür in der Liga. Wir haben in Leipzig gewonnen, wir haben gegen Hamburg gewonnen. Wir sind also auf dem aufsteigenden Ast. Haben wieder Tuchfühlung nach oben. Es ist alles sehr, sehr eng in dieser Liga. Das ist immer so zu Saisonbeginn. Wir können mal nach 8, 9 oder nach 10 Spielen gucken. Nach dem nächsten Ligaspiel gegen Dortmund, wo wir dann stehen. Zwischendurch haben wir dann noch ein Pokalspiel gegen die Eintracht. Und wir starten rein mit ein paar Veränderungen. Grudowski heute vorne drin, Rogge für Mittelfeld und Collins. Das sind 3 Veränderungen. Ich denke, zum Pokalspiel werden noch ein paar mehr Veränderungen. Weil ist ja klar, irgendwann sind die Spieler auch am Arsch. Irgendwann müssen wir mal durchwechseln. Und dann geht's gegen Frankfurt und dann gegen Dortmund in der Liga. Jetzt hoffe ich, dass wir unser schlechtes Spiel aus der letzten Saison hier vielleicht wettmachen können. Da haben wir ja 3-0, glaube ich, gegen die Münchner hier verloren. Auch völlig chancenlos gewesen. Weil die Bayern halt nun mal auch eine Klasse für sich sind natürlich. Genauso wie Leipzig, genauso wie die Spurs, genauso wie Dortmund. Aber mit unserer Mannschaft können wir mithalten. Gegen jeden Gegner. Das hat das Spiel gegen Leipzig gezeigt. Wenn wir denn dementsprechend auch ein bisschen Spielglück haben. Aber wir können auf jeden Fall mithalten. Und deswegen spiele ich auch hier heute, so wie gegen Leipzig, mit einem 4-4-2. Und schau mal, wie sich das Spiel entwickelt. Die Bayern mit einem 4-2-3-1. Platz über die Flügel mit Poso. Wanner läuft nach innen. Ex-Münchner, das wäre heute ein Ding. Wenn der heute hier ausgerechnet treffen würde. Ach, schade. Da wollte ich mir Platz verschaffen, um dann schon mal drauf zu schießen aufs Tor. So, der Ball wieder bei uns und wir haben auch hier eine gute Anfangsphase. Die Bayern sind noch nicht so drin im Flow, Gott sei Dank. Müssen sie auch nicht unbedingt kommen, Benzegir. Harry Kane vorne, aber er macht es alleine, denke ich mal. Oder? Nein, nimmt Harry Kane nochmal mit. Und Sinamoy. Das sind halt diese Sekunden, diese Momente, wo wir einfach nichts machen können. Wo wir dann nur hoffen müssen, dass Sinamoy den Ball hält oder dass der Gegner zu ungenau zielt. Weil ansonsten ist der Ball drin. Und Harry Kane mit der nächsten Chance. Die Bayern, die kommen jetzt. Haben jetzt ihre starke Phase wahrscheinlich. Olise spielt diesmal auf Benzegir. Kurz gemacht, Jongma kommt nicht ran. Achtung, da darf er eigentlich nicht durchkommen. Da stehen 3 Mann. Aber Benzegir macht es trotzdem allein und Harry Kane. Und jetzt die Chance zum Kontern. Grudowski gegen Goretzka. Das muss gelb geben. Das muss gelb geben. Vorteil wäre zwar da gewesen, jawohl. Aber da wäre er weg gewesen. Aber schon mal gut, Goretzka. Jetzt müssen wir mehr über ihn spielen. Das war ein klassisches Foul hier. Zack, da wollte er nur die Grätsche. Und mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht den Vorteil auch noch bekommen können. Dann wäre Grudowski, glaube ich, durch gewesen. Aber egal. Weiter geht's. Wanner geht viel über die rechte Seite. Schon wieder die Grätsche. War das wieder Goretzka? Ich glaube, das war wieder Goretzka, ne? Schade, es hätte auch ganz schnell gelb-rot sein können. Naja. Dumfries, Achtung, Wagner. Ja, die Grätsche, die war unnötig. Die Grätsche war unnötig. Dumfries kommt, Müller. So, jetzt muss da irgendeiner rauf. Sonst ist Harry Kane alleine und wieder Sinamoy. Der heute ein bisschen mehr zu tun hat. Aber das war auch klar. Das wird er in den nächsten beiden Spielen ebenfalls. Ecke kommt, Kopfball ist da. Von Rabiot. Aber wir halten auch hier gut mit. Wir haben uns jetzt gefangen. Wir hatten ja am Anfang der Saison so unsere Probleme, Schwierigkeiten. Die Punkte waren nicht da. Ja, in der Europa League sind wir auch mit der Niederlage gestartet in Kiew, womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Aber ist wie es ist. Und dann haben wir uns gefangen. Dann der Sieg gegen Hamburg. Dann der Sieg gegen, Achtung, Leipzig. Und auch in der Europa League haben wir ja zwischendurch gegen Molde gewonnen. Jetzt der Rückstand gegen die Bayern. Tja, ging auch wieder zu einfach. Hier, Verteidigung steht, ja, ein bisschen zu breit, klar. Die Lücke zwischen den Innenverteidigern, die ist dann zu groß und Müller macht halt das, was er immer macht, meistens. Nicht zu halten für Sinamoy. Nichts zu halten. Also 1:0 für die Bayern. Lassen wir uns aber nicht von verunsichern. Wir machen wie immer weiter. Wir haben auch die Qualität, wir haben die Spieler dazu, ja, auch so ein Spiel mal zu drehen, gerade gegen die Bayern. Aber dann ausgerechnet gegen Bayern wird das natürlich
eine Herkulesaufgabe, weil sie halt immer wieder genau diese Lücken hier bespielen, genau diese Bälle spielen. Und wir dann Glück haben müssen, dass wir jemanden wie Sinamoy haben, der da wohl noch dran war. Das geht nicht, das ist viel, viel zu einfach auch wieder für die Bayern. Achtung, nächster Kopfball, Sinamoy. Und jetzt kann das vorne mal schnell machen, wenn er den auf Wanner kriegt. Ja, aber gegen Mendes, da kannst du nichts machen. Müssen wir hintenrum aufbauen. Das ist jetzt das Spiel, was die Bayern haben wollten. Sind ja auch im 4-4-2 unterwegs. Ne, 4-2-3-1. Aber Goretzka, den würde ich mal so ein bisschen im Blick haben. Der hat schon gelb. Der wird wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal grätschen. Das heißt, es könnte eventuell eine Gefahr sein, dass der vom Platz fliegt, was für uns natürlich gut wäre. Jetzt aber erstmal die Chance hier. Schnell gespielt und der Abschluss durch Listisch. Und der Ausgleich. Das 1:1. So ein bisschen aus dem Nichts. Hatte sich jetzt nicht unbedingt angedeutet, aber gut gespielt. Schnell gespielt und ihr seht, wenn man schnell spielt und wenn das dann auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann klappt das auch gegen die Bayern. Hier, zack, ein Kontakt, eine Bewegung und Listisch ins lange Eck. Weiß gar nicht, wer bei den Bayern jetzt hinten drin steht, aber ist ja auch egal. Also 1:1. Schon mal ein kleines Ausrufezeichen, kleiner Fingerzeig gegen die Bayern und auch eine schöne Nachricht an die anderen Vereine, dass wir auf jeden Fall auch mithalten können, egal gegen wen, egal wer da jetzt auf uns zurollt. Ob es Dortmund ist, ob es Frankfurt im Pokal ist oder ob es halt heute hier die Bayern sind. Wieder diese Bälle hinter die Abwehr. Das machen die jetzt zum 100. Mal gefühlt und wir schaffen es nach wie vor, das nicht zu verteidigen. Achtung, Sinamoy. Collins erstmal hinten raus, schade. Aber genau das brauchen wir auch. Einen guten Keeper, der uns auch solche Bälle mal hält und dann eine Verteidigung, die auf jeden Fall sicherer steht. Müller, Poso, hat da gut gestanden. Harry Kane auf Spitzenwinkel. Ne, Rembeck ist da. Poso, die Bayern machen Druck natürlich nach Ballverlust. Auch da die Chance dann schnell umzuschalten, wie gegen Leipzig. Rembeck ist da, holt sich den Ball. Listisch gegen Mendes, komm, setz dich da durch. Aber dann kommen Danilo unter anderem dazu. Unai Simon ist im Tor. Also mit unseren Möglichkeiten machen wir das hier schon relativ gut. Auch das Spiel gefällt mir wieder. Ausgeglichen, der Rückstand, der kann immer mal passieren. Ja, ganz klar, aber wir wehren uns. Und dann geht es erstmal mit einem 1:1 in die Pause. Ich wäre mit dem Punkt zufrieden, die Bayern glaube ich nicht. Auch dass sie auf dem 10. Platz stehen. Das ist glaube ich nicht das, was die Bayern sich gewünscht hatten. Und wir machen, warte mal, die Statistik, gut, 9 Schüsse. Diesmal sind wir auf der Seite, dass wir einen Schuss haben, den haben wir reingemacht. Die Bayern natürlich feldüberlegen. Ich muss mal gucken, bei der rechten Seite, die sind nicht mehr ganz so fit. Links geht's, aber ihr seht so Listisch, Remberg, Chavez, das sind halt alle die von Beginn an gespielt haben. Da muss ich dann mal gucken. Aber ich bleibe auch erstmal bei dem 4-4-2. Das hat sich jetzt in den letzten Spielen als gute Formation bewährt und bewahrheitet. Gerade gegen Leipzig, das hat mich sehr gefreut. Warum nicht auch gegen die Bayern? So, Jong war außen oder hinten ist Ferry. Ne, da ist wieder Listisch, der kommt aber nicht ran. Aber genau die Aktion müssen wir weitermachen. Das spielt auch übrigens Grudowski, nicht Nacho Ferry. Also den hätte ich auch noch 10 Stunden suchen können in der zweiten Halbzeit. Bislang, der spielt noch nicht. Aber Jongwa, der hat auch Speed. Grudowski irgendwo in der Mitte, wieder Listisch oder Wanner, ganz außen. Ja, Wanner. Nichts Gefährliches, aber immerhin mal eine Aktion. Wir halten die Bayern weg von unserem Tor. Da dürfen sie gerne rumspielen. Wir bleiben aber trotzdem hier in unserem Pressing. Wir versuchen trotzdem hier die Bayern zu attackieren. Und ihr seht, es klappt. Es klappt sogar sehr gut. Aber dann so Bälle. Das ist natürlich unnötig. Jetzt fehlt Rogoff. Sprintet damit nach hinten. Lücke wieder zugelaufen. Collins ist da. Sehr, sehr schön gegen Harry Kane. Also auch die Einstellung stimmt. Wir sind gut in den Zweikämpfen. Wir gewinnen auch mal Zweikämpfe. Wir dürfen auch Zweikämpfe führen und gewinnen. So, und jetzt wir vielleicht. Schade. Diese Bälle, die gelingen uns halt leider nicht. Auch mal hinter die Abwehr, dass der Ball da dann durchkommt. So, Müller, Rabiot, Harry Kane, ja, auch müssen wir eigentlich direkt da sein. Der darf sich gar nicht drehen. Aber natürlich haben die Bayern auch noch ein paar andere Optionen. Goretzka, Müller, Olise.
Das meine ich, ey. Eine Bewegung und dann ist der Durchbruch da. Olise gegen 2-3 Mann. Achtung, Harry Kane, das wird die Führung sein. Achtung, Sinamoy. Und Benzegir, jetzt müssen wir aufpassen. Die Bayern werden stärker. Werden zielstrebiger und dann schwimmen wir natürlich hinten. Ecke kommt, gut geklärt. Benzegir, Olise. Nein, darf er nicht durchkommen. Wagner ist da, verteidigt gut. Kann er was einleiten? Wanner. Oh, schade, Ballverlust. Aber den Kopfball müssten wir eigentlich gewinnen. Aber der kommt wieder zum Gegner. Die Bayern setzen sich vorne fest. Die machen jetzt Druck. Wir haben Schwierigkeiten, uns hier zu befreien. Aber jetzt mal über Wanner. Über Listes, Grudowski. Jongwa, ja, warum nicht? Der läuft durch. Der kriegt den Ball. Schade. Guter Ball von Grudowski. Leider ein bisschen zu spät gesehen. Grätsche. Ja, kommt. Sehr, sehr gut, Grudowski. Jetzt sind wir wieder dran. Jetzt gewinnen wir die Zweikämpfe für uns. Kremberg, Listes läuft durch. Schöner Ball, Listes mit dem Kopf über Unai Simon. Der wird immer länger. Und er senkt sich ins Tor. Zum 2-1. Spiel gedreht. Sehr, sehr schön hier, Remek. Das war ein guter Ball. Ja, da ist genau so viel Platz. Da kommt Upamecano nicht ran. Da kommt auch der zweite Innenverteidiger nicht ran. Und dann über Unai Simon. Das ist natürlich eine blöde Flugkurve für einen Keeper. Aber soll uns doch egal sein. Wir haben das Spiel gedreht. Der Doppelpack durch Listes. Und das freut mich, dass er jetzt diese Saison auch ein bisschen mehr ins Rampenlicht rückt. Dass er auch mehr Tore schießt. Freut mich wirklich sehr. Und auch die Hamburger, ihr seht, die führen oben. Ne, Dortmund hat gerade den Ausgleich gemacht, aber auch gegen Dortmund ist das möglich. Genauso wie hier gegen Bayern, Simon. Ohne Probleme. Leichte Verzweiflung schon. Wird das der zweite Auswärtssieg bei einem ja, richtig starken Gegner eigentlich, ne? Erst Leipzig, dann die Bayern, dann zu Hause gegen Dortmund vielleicht auch noch. Das wird sehr, sehr spannend. Und wir können es. Wir haben die Jungs, wir haben die Qualität. Jongwa, schöner Ball. Grudowski, oh, durchgesteckt, aber abseits, ja. Das war abseits. So, jetzt gucken wir mal auf die Wechsel. Ich muss natürlich auch immer so ein bisschen auf den DFB-Pokal schon gucken, ne? Da können wir vorne Hikimoglu reinbringen. Außen Duarte, der kann auch links spielen. Chavez, da muss AB ran. Bei Collins habe ich ja gesagt, wenn er dann geht im Winter, Kaba kann auch rechts spielen, dann mache ich einfach die japanische Innenverteidigung mit Ishii und mit AB. Weil den habe ich ja im Winter damals geholt, habe den geliehen für 2 Jahre. Bei Listes, glaube ich, der ist noch bis zum Sommer. Ich hoffe, dass der nicht auch schon im Winter geht. Dann müssen wir im Winter nochmal zulegen. Dann habe ich das ein bisschen falsch geplant. Aber ich glaube, Listes bleibt noch bis zum Sommer. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erst nochmal hier. Die Bayern kommen über Kane. Oh, kommen Sie da mal. Mach keinen Quatsch. Und dann über den Flügel. 1, 2 Kontakte. Ja, jetzt warte ich außen, bis sich irgendeiner löst. Jongwa in dem Fall. Kein Abseits. Und vorne läuft er wieder. Hekimoglu. Komm, den kriegt er nochmal. Schade, wollte da ablegen mit der Brust. Oh, die Bayern sind jetzt gefordert. Rabiot, wieder Harry Kane. Muss eigentlich einer direkt auf den Füßen stehen. Musiala spielt jetzt auch, okay. Hamburg führt wieder in Dortmund. Also auch ganz, ganz wild. Ihr seht, was hier möglich ist. Jeder kann jeden schlagen. An einem guten Tag. Genauso wie hier heute. Wagner, 5 Minuten noch. Gegen Dumfries, Jongwa läuft da durch. Ja, schöner Ball abgelegt. Klasse. Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Das sieht super aus. Ja, und ihr seht, wenn das Selbstbewusstsein da ist, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, was hier möglich ist mit der Truppe nach wie vor. So, Jongwa, Hekimoglu hinten kriegt da eine gute Flanke hin, aber der kommt nicht ran. Ja, doch. Fallen alle wieder übereinander her. Also es war ein starkes Spiel von uns, gerade auch in der zweiten Halbzeit. Und es sieht so aus, als würden wir das zweite Spiel in der Liga auswärts in Folge gewinnen. Nach dem Sieg in Leipzig, auch der Sieg hier in München. Die würden dann erstmal in der Mitte bleiben, der Tabelle, oder überholt werden, je nachdem. Und wir würden einen ganz großen Sprung nach oben machen, aber noch ist es nicht so weit. Noch haben wir die eine Aktion, die wir hier wahrscheinlich verteidigen müssen. Musiala gegen 2, 3 Mann. Mendes. Das lässt der Schiri nicht mehr laufen, sondern pfeift ab. Also, zweiter Sieg in der Bundesliga in Folge. Wir gewinnen auch in München 2-1 nach Rückstand. Ja, also war eigentlich auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe nach der Führung gedacht, jetzt gibt es wieder eine Klatsche.
Ja, sind aber zurückgekommen. Wir haben uns zurückgekämpft. Listisch mit dem Doppelpack. Vor allem das Kopfballtor war richtig, richtig schön. Und somit geht es in der Bundesliga weiter. So, und die Hamburger gewinnen tatsächlich in Dortmund. Ich glaube, das ist die erste Saisonniederlage. Die zweite wird es dann leider gegen uns geben, höchstwahrscheinlich. Mal gucken. Also wir haben jetzt in Leipzig gewonnen. Wir haben jetzt in München gewonnen. Jetzt bleibt noch Dortmund und Leverkusen. Dann haben wir gegen alle großen Mächte dieser Liga gewonnen. Und im Pokal zu Hause gegen Frankfurt. Je nachdem, was die für eine Truppe haben. Wir gucken mal drauf. Wenn wir nämlich die Analyse kriegen des Gegners, wenn die so haben, das wird ja nicht die Startelf sein. Also wieder Ekitike vorne, Aronson, Becker, den haben sie noch auf der Bank, Brandwake, Schumacher, Koopmeiners, Digne, also auch eine ganz, ganz wilde Truppe. Haben aber die letzten 5 Spiele nicht verloren. 2 Remis, 3 Siege. Also scheint zu klappen. Auch wenn das sehr, sehr komisch aussieht, aber es scheint auf jeden Fall zu klappen. Jetzt gucken wir mal im Pokal, ob es da schon Ergebnisse gegeben hat. So, gucken wir mal. Nürnberg gewinnt zum Beispiel beim VfB Stuttgart. Das ist schon mal eine Überraschung. Hoffenheim gewinnt gegen Unterhaching, das eher nicht. Wolfsburg gewinnt gegen 1860. Haben wir hier noch irgendwas? Leipzig gewinnt, Freiburg, Gladbach, Rostock gewinnt bei Union. Das ist auch eine kleine Überraschung. Und dann haben wir hier unter anderem noch Köln gegen Heidenheim, Mainz, Leverkusen. Sind die Bayern gar nicht mit dabei? Doch, hier. Gegen Augsburg. Hamburg gegen Bremen. Nordduell. Also ein paar interessante Spiele im Pokal. Und ich denke mal, wir werden auch gegen die Eintracht wieder durchwechseln müssen. Wir gucken mal hier, wer fit ist und wer nicht. Diesmal ist es die rechte Seite hier. Diesmal werde ich wahrscheinlich Remberg, Chavez, Listisch vielleicht mal eine Pause gönnen. Dafür ist die Seite hier wieder fit. Die linke Seite, die klappt sowieso. Rechts gefällt mir auch sehr gut. Im Zentrum und hier in der Innenverteidigung, da könnte man nochmal zulegen. Sinamoy wird gut. Und wir haben ja auch noch Spieler auf der Bank. So ist es nicht. Lass mich noch einen letzten Blick werfen und zwar auf Listisch, was mit dem los ist, wann sein Vertrag ausläuft, ob er auch nur noch ein halbes Jahr hat. Gut, der hat bis zum Sommer noch Vertrag. Das ist der einzige ist Collins, den wir dann verlieren im Winter, weil das Geld dazu habe ich halt leider nicht. Wenn ich hier nochmal schaue ins Büro, da ist nicht mehr viel übrig, ne? 1 Million, da wird er nicht zu bezahlen sein. Also mal gucken, ob wir unsere Serie auch im Pokal weiterführen. Das werde ich jetzt gerade mal ablehnen. Perkovic wollte spielen. Ist natürlich auch eine Gelegenheit, ne? Den jungen Leuten mal eine Chance zu geben. Aber wir gucken mal. Also, Pokal gegen Frankfurt. Ich hoffe, wir können unsere Serie fortführen mit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.